Willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Dr. AP. Heute geht es um den Lebensraum, Stadt. Wir leben in Städten, die funktionieren, aber nicht mehr leben. Technokratische Planung hat den urbanen Raum zur Wohnmaschine reduziert und den Menschen auf Effizienz getrimmt. Was dabei verloren ging, ist die Leiblichkeit des Alltags, Begegnung, Aneignung, Sinnlichkeit. Diese Krise ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer funktionalistischen Logik der Macht. Zeit, die Stadt neu zu denken. Nicht als Produkt, sondern als gemeinsames Werk. Also, wer von euch in einer Großstadt wohnt, kennt dieses Gefühl wahrscheinlich nur zu gut. Man schaut auf die Miete, sieht, wie die vertrauten Läden verschwindern und fragt sich, wie lange geht das hier eigentlich noch gut? Direkt nach dem Krieg, da waren die Städte mal ein Versprechen auf ein besseres Leben für alle. Heute fühlen sie sich für viele eher wie ein knallharter Wettbewerb an. Wir tauchen heute mal tief ein in die Frage, wie unsere Städte zu dem wurden, was sie heute sind. Heiß umkämpfte Märkte, auf denen viele einfach auf der Strecke bleiben. Dieses Zitat hier, das bringt das Problem eigentlich perfekt auf den Punkt. Das ist der fundamentale Konflikt unserer Zeit. Ist die Stadt ein Zuhause, also ein Ort, wo wir leben, arbeiten, Gemeinschaften aufbauen, oder ist sie vor allem ein Investitionsobjekt, quasi eine Maschine zum Geldvermehren? Alles, was wir uns jetzt anschauen werden, wurzelt genau in dieser einen entscheidenden Spannung. Aber wie ist es überhaupt so weit gekommen? Die Antwort, die liegt in einer ziemlich radikalen Veränderung, wie wir in den letzten 40 Jahren über Städte nachdenken. Weg von der Idee des sozialen Raums und voll hin zur Idee der Stadt als Ware. Und das hier ist der entscheidende Wandel. Früher sah der Staat seine Aufgabe darin, für sozialen Ausgleich zu sorgen, zum Beispiel durch sozialen Wohnungsbau. In der neoliberalen Stadt dagegen rollt er den roten Teppich für globale Investoren aus. Das oberste Ziel ist nicht mehr das Wohl der Allgemeinheit, sondern ein attraktives Investitionsklima. Man hofft halt, der Reichtum würde irgendwie nach unten durchsickern. Und das ist das Verrückte. Unsere Wohnungen werden quasi zu Chips in einem globalen Casino. Sie sind nicht mehr nur ein Dach über dem Kopf, sondern eine Asset Class. Ihr Wert bemisst sich also nicht mehr am Nutzen für uns, die Bewohner, sondern an der Rendite, die Sie für einen Pensionsfonds in New York oder einen Staatsfonds in Singapur abwerfen. Und das verändert einfach alles. Hier sehen wir die Konsequenzen schwarz auf weiß. Die stabile Mitte, also die Jobs in der Fabrik oder in der Verwaltung, mit denen man früher eine Familie ernähren konnte, die verschwinden. Übrig bleiben auf der einen Seite hochbezahlte Tech-Jobs und auf der anderen prekäre, schlecht bezahlte Dienstleistungsjobs. Der Kurierfahrer, die Reinigungskraft. Tja, und am Wohnungsmarkt? Da diktieren internationale Fonds die Preise und verdrängen genau die Leute, die die Stadt eigentlich am Laufen halten. Schauen wir uns das Ganze doch mal an einem ganz konkreten Beispiel an. Kaum eine Stadt zeigt diesen Ausverkauf so brutal wie Berlin. Hier wurde Politik gemacht, die diesen Prozess nicht nur zugelassen, sondern aktiv befeuert hat. Man muss sich das mal vorstellen. Berlin war ja jahrzehntelang eine Insel. Westberlin wurde massiv subventioniert, Ostberlin war die Hauptstadt der DDR. Der freie Markt spielte kaum eine Rolle. Aber nach dem Mauerfall wurde die Stadt plötzlich zum Hotspot für globales Kapital. Ein richtiges Jagdrevier für Immobilieninvestoren. Tja, und was macht eine Stadt, die hochverschuldet ist? Sie verkauft ihr Tafelsilber. Schaut euch mal diese Zahl an. 200.000. Das ist keine abstrakte Statistik. Das sind 200.000 Wohnungen, das soziale Sicherheitsnetz für unzählige Familien mit niedrigem Einkommen, die einfach an den Meistbietenden verkauft wurden. Wahnsinn. Ein Deal von 2004 ist da besonders berüchtigt. 65.000 Wohnungen gingen für, lächerliche 405 Millionen Euro weg. Das sind nicht mal 30.000 Euro pro Wohnung. Ein echtes Geschenk für ein Konsortium privater Investoren. Und wer ist heute der Haupteigentümer? Die Deutsche Wohnen, ein börsennotierter Konzern, dessen größter Aktionär der weltgrößte Vermögensverwalter ist, BlackRock. Rouspeh Taheri, einer der Initiatoren der Berliner Protestbewegung, fasst mal zusammen, wie sich das für die Mieter anfühlt. Man fühlt sich eben nicht wie ein Geschäftspartner, sondern wie Beute. Ein hartes Wort, klar, aber es beschreibt die Logik dahinter wahrscheinlich ziemlich perfekt. Und der Soziologe André Holm liefert die wissenschaftliche Analyse dazu, die Finanzialisierung. Heißt, es geht nicht mehr darum, guten Wohnraum zu bieten, es geht darum, den Buchwert für die Aktionäre zu maximieren. Ob die Heizung kaputt ist oder der Aufzug mal wieder stillsteht, ist da zweitrangig, solange die Bilanz am Ende des Quartals stimmt. Angesichts dieser ganzen Entwicklungen haben die Menschen angefangen, eine ganz grundlegende Frage zu stellen. Eine Frage, die wirklich den Kern unseres Zusammenlebens in den Städten betrifft. Und diese Frage lautet:
Wem gehört die Stadt eigentlich? Nur denen, die sich die explodierenden Preise leisten können? Oder gibt es vielleicht so etwas wie ein grundlegendes Recht darauf, ein Teil der Stadt zu sein, in der man lebt und arbeitet? Und hier kommt dieses wirklich mächtige Konzept ins Spiel, das Recht auf die Stadt. Wichtig ist, das ist kein Gesetz, das man irgendwie vor Gericht einklagen kann. Es ist vielmehr eine politische Idee, eine kollektive Forderung, die im Grunde sagt, hey, niemand darf vom Zugang zu Kultur, zu guter Arbeit, zu Gemeinschaft ausgeschlossen werden, nur weil der Geldbeutel nicht dick genug ist. Konkret heißt das, die Menschen, die in einer Stadt leben, sollen auch über ihre Zukunft mitentscheiden können. Es geht darum, Verdrängung aktiv zu bekämpfen und die Stadt wieder als das zu verstehen, was sie eben auch ist. Ein politischer Raum, in dem um Gerechtigkeit gerungen wird und nicht nur um Renditen. Und dieser Kampf, der ist keine graue Theorie. Der findet statt, jeden Tag, in den Kiezen und Vierteln auf der ganzen Welt. Schauen wir uns doch mal 2 super spannende Beispiele an, wie dieser Widerstand in der Praxis aussehen kann. So, zurück nach Berlin an einen der Brennpunkte der Gentrifizierung, das Kottbusser Tor. Als dort die Mieten selbst im sozialen Wohnungsbau explodierten, war die Antwort der Anwohner total kreativ und direkt. Sie haben eine kleine Holzhütte auf den Platz gebaut und sind einfach geblieben. Ein starkes Symbol des Widerstands. Und dieser Protest war tatsächlich unglaublich erfolgreich. Durch ihre Dauerpräsenz und weil sie die gesamte Nachbarschaft mobilisiert haben, haben sie den Berliner Senat am Ende zu einem stadtweiten Mietenstopp für Sozialwohnungen gezwungen. Das zeigt doch, Druck von unten kann ganz reale Politik verändern. Der Kampf ist dann noch weiter eskaliert und gipfelte 2021 in diesem, historischen Ergebnis. Eine klare Mehrheit der Berlinerinnen und Berliner, fast 60%, hat dafür gestimmt, die großen Immobilienkonzerne zu enteignen und ihre Wohnungen wieder in Gemeineigentum zu überführen. Aber es gibt noch einen anderen Weg. Während in Berlin der Druck vor allem von der Straße kommt, hat man in Barcelona versucht, die Institutionen sozusagen direkt zu kapern. Und das ist die echt unglaubliche Geschichte von Ada Colau. Sie hat als Aktivistin angefangen, hat sich an Türen gekettet, um Zwangsräumungen zu verhindern, wurde landesweit bekannt und hat es am Ende tatsächlich geschafft, mit ihrer Bürgerplattform zur Bürgermeisterin gewählt zu werden. Vom Protest auf der Straße ins Rathaus. Und als Bürgermeisterin hat sie dann genau das getan, wofür sie als Aktivistin gekämpft hat. Sie hat sich mit den Banken angelegt, um leerstehende Wohnungen für soziale Zwecke zu nutzen, und sie hat autofreie Superblocks geschaffen, um den öffentlichen Raum den Menschen zurückzugeben. Hier wurde Aktivismus also direkt zu Regierungshandeln. Ob also durch Referenden und Proteste wie in Berlin oder durch Aktivisten, die an die Macht kommen wie in Barcelona, der Kampf um die Seele unserer Städte ist in vollem Gange. Und die Frage, die am Ende im Raum steht, ist nicht nur, ob diese Rezepte funktionieren, sondern welche wir noch brauchen werden, um die Stadt wieder zu dem zu machen, was sie eigentlich sein sollte. Ein Zuhause für alle. Danke fürs Zuschauen. Wenn dir der Beitrag gefallen hat, abonniere den Kanal und gib ein Like. Das kostet nichts, hilft aber anderen, diese Inhalte zu finden. Bis zum nächsten Video.